Willkommen bei der Fahrschule Punkt und in unserem nächsten Video. In diesem Video zeige ich euch, wie schnell man fahren darf in der Stadt, also innerorts, auf der Landstraße, auf der Autobahn und autobahnähnliche Straßen, welche Zusatzzeichen die Geschwindigkeitsbegrenzung einschränken können und an welchen Faktoren wir unsere Geschwindigkeit anpassen müssen. Auf geht's! Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt die maximale Höchstgeschwindigkeit von 50 km pro Stunde, solange kein anderes Verkehrszeichen kommt mit einer anderen zulässigen Höchstgeschwindigkeit. An diesem Verkehrszeichen erkennt man, dass man sich innerhalb geschlossener Ortschaften befindet. Und ab diesem Verkehrszeichen gilt maximal 50 km pro Stunde. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten gelten immer ab dem Schild. Das heißt, man muss vorher schon abbremsen und ab dem Schild hier maximal 30 fahren. Hier gibt es ein Zusatzzeichen drunter und ein Gefahrenzeichen oben drüber. Das Zusatzzeichen bedeutet, dass man ab diesem Schild 100 Meter lang maximal 30 fahren darf. Also fahren wir hier maximal 30. Und dann ist es automatisch wieder aufgehoben und es gilt 50, da wir uns innerhalb geschlossener Ortschaften befinden. Ab diesem Zusatzzeichen gilt von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens maximal 30 km/h. Von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gilt hier maximal 50 km/h. Hängt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit mit einem Gefahrenzeichen zusammen, dann gilt diese zulässige Höchstgeschwindigkeit nur für diese Gefahr. In diesem Fall eine gefährliche Kurve nach links. Wenn diese Gefahr ersichtlich vorüber ist, dann ist diese Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben. Und hier gilt dann wieder 50. Da muss kein Schild mehr hängen. Das gilt auch zum Beispiel in Baustellen. Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung mit dem Gefahrenzeichen zusammenhängt, dann gilt es so lange, bis die Gefahr ersichtlich vorüber ist, also wenn die Baustelle wieder vorbei ist. Dann gilt hier in der Stadt wieder maximal 50 km/h. Fährt man in eine 30er-Zone rein, dann gilt diese 30 für das ganze Gebiet, bis es wieder aufgehoben wird. Auch wenn man jetzt hier abbiegt, muss man trotzdem noch 30 fahren. So lange bis dieses Verkehrszeichen kommt, womit die 30er-Zone wieder aufgehoben wird. Ab diesem Zeichen dürfen wir nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Das ist der verkehrsberuhigte Bereich. Die Schrittgeschwindigkeit ist ca. 4 bis 7 km/h. Achtung, denn hier dürfen Kinder auf der Straße spielen. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt bis zu diesem Zeichen. Auf großen Parkplätzen oder in Parkhäusern ist meist auch nur 10 km/h erlaubt. Denn es könnten ja Fahrzeuge ausparken, es können auch Fußgänger über den Weg laufen. Jetzt fahren wir mal aus der Ortschaft raus. Ab diesem Zeichen befinden wir uns nicht mehr innerhalb geschlossener Ortschaften. Es könnte auch ein Verkehrszeichen die nächste Ortschaft ankündigen. Ab dem Verkehrszeichen gilt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Wir befinden uns ja auf der Landstraße mit jeweils nur einem Fahrstreifen für beide Richtungen. Sobald es 2 Fahrstreifen für beide Richtungen gibt, gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.
Man sollte sich an die Richtgeschwindigkeit orientieren, um das Risiko eines Unfalls zu verringern. Ab diesem Verkehrszeichen befinden wir uns auf der Autobahn und hier gilt die Richtgeschwindigkeit. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Auch hier sollte man sich an die Richtgeschwindigkeit orientieren, um das Risiko eines Unfalls zu verringern. Die Richtgeschwindigkeit gilt so lange, bis ein Verkehrszeichen kommt mit einer anderen zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Diese 100 hier gelten ab dem Schild, bis sie wieder aufgehoben werden. Das kann so aussehen, damit ist die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und mit diesem Zeichen werden Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote aufgehoben. Auf der Autobahn gilt hier dann die Richtgeschwindigkeit. Auf der Landstraße gilt bei diesem Zeichen dann maximal 100 km/h und in der Stadt gilt maximal 50 km/h. Also je nachdem, wo man sich befindet. Auch auf Autobahnen können Zusatzzeichen hängen, wie zum Beispiel dieses. 60 ist erlaubt für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen inklusive Anhänger und Zugmaschinen. Ausgenommen sind PKWs und Busse. Alle anderen dürfen hier 80 fahren. Auch wenn wir hier Geschwindigkeitsbegrenzungen haben, können wir oft nicht so schnell fahren, wie es erlaubt ist. Wir müssen unsere Geschwindigkeit anpassen an die Straßenverhältnisse, an die Verkehrsverhältnisse, Witterungsverhältnisse und Sichtverhältnisse, die Ladungsverhältnisse, wie das Fahrzeug beladen ist und die Fahrzeugverhältnisse. Es ist ein großes Fahrzeug, ein kleines Fahrzeug, es ist ein altes Fahrzeug, ein neues Fahrzeug. Und die persönlichen Verhältnisse nicht vergessen. Bin ich überhaupt fit zum Fahren? Das waren die 7 Faktoren, an denen wir unsere Geschwindigkeit anpassen müssen. An die Straße, Verkehr, Wetter, Sicht, Ladung, Fahrzeug und persönliche Fähigkeiten. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt weißt du, wie schnell man fahren darf, was die Geschwindigkeitsbegrenzung einschränken kann und an welchen Faktoren wir unsere Geschwindigkeit anpassen müssen. Na dann, bis zum nächsten Video. Ciao.